Yes. Zu Recht. Vollkommen zu Recht. Ja. Wenn es einer verdient hat, dann ich. Also das muss man ganz klar so sagen. Ja, weiß ich auch nicht, was geht Köln, ihr Racker. Köln ist nicht so cool, wie ihr denkt übrigens. Köln ist viel spießiger. Köln ist viel spießiger, als es denkt. Das fällt mir immer auf, wenn ich direkt aus Berlin nach Köln komme. Weil Köln ist so viel spießiger als Berlin. Also Berlin ist so, oh, ich fick deine Mutter. Und Köln ist so, oh, ich fick deine Mutter im Rahmen der Gesetzgebung. Ja? Köln ist so viel spießiger. Ist mir neulich erst wieder aufgefallen, als ich das letzte Mal in Köln war, bin ich über eine rote Ampel gelaufen. Das war irgendwie, in Ehrenfeld war es, glaube ich. Bin über eine rote Ampel gelaufen. Und auf der anderen Straßenseite standen Menschen. Ja, und die haben mich so entsetzt angeguckt. Ja, ich bin wirklich nur über eine rote Ampel gelaufen und die haben mich angeguckt, als hätte ich gerade Holocaust leugnend auf ein schwules Flüchtlingskind eingetreten. Ja, das war wirklich, das hat so nicht stattgefunden! So die Köln-Vibes. Das ist witzig, ich war in Köln, weil ich war das erste Mal in meinem Leben in so einer Fernsehtalkshow, so einer Alte-Leute-Talkshow beim Kölner Treff. Und da bin ich am Tag nach der Ausstrahlung noch so ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Und da wurde ich das erste Mal in meinem Leben von so einer Oma angesprochen. Einfach so einer uralten, so die war so Anfang Mitte 100. Ja, einfach so eine, die hatte keinen grauen Star, die hatte grauen Adler. Einfach so eine uralte Frau. Und die hat mich so angesprochen, hat gesagt so, ich habe Sie doch gestern im Fernsehen gesehen. Dann habe ich gesagt, ja genau. Und dann ist sie gegangen. Sie wollte nicht mehr, sie wollte mir das einfach nur mitteilen. Dann ist sie so mit ihrem nicht minder alten Mann einfach gegangen. Der Mann sich nochmal so umgedreht, hat einfach nur den Kopf geschüttelt. Einfach, Fernsehheini. Einfach. Alte Leute mögen mich nicht. Alte Leute mögen mich nicht. Ich kann es verstehen, ich mag Leute, die jünger sind als ich, meistens auch nicht. Ich mag Kinder nicht. Ich finde, wir sollten das Konzept Kinder grundlegend überdenken. Ich war irgendwie im Sommer, da habe ich einfach irgendwie mal tagsüber so draußen in so einem Café gesessen, habe so einen Kaffee getrunken und habe einfach so über irgendwas nachgedacht. So kluge Gedanken über die Gesellschaft und intelligente Lösungen gefunden. Ich habe einfach irgendwo gesessen und Kaffee getrunken. Und dann kam so ein Kind, einfach so ein Kind. Ich weiß nicht, wie alt es war. Ja, ich kann das Alter bei Kindern immer nicht einschätzen. Also so Kinder sind die Asiaten unter den Menschen. War so irgendwas zwischen 3 und 17. Ja, einfach auf jeden Fall illegal. Einfach so ein Kind. Das war so groß wie so eine Kommode. Es war so groß wie eine Kommode und so breit wie eine Senseo-Maschine. Ja, einfach so ein Kind. Und das Kind, das kam so an meinen Tisch und hat mich so angeguckt mit seinen dummen Kinderaugen. Und dann hat es einfach so den Zuckerstreuer von meinem Tisch genommen und hat den Zucker so vor mir auf den Boden geschüttet. Einfach den Zucker ausgeschüttet, habe ich dabei so angeguckt. So, was willst du jetzt machen? So, ja, ich schütte dir gerade den Zucker aus. Na und jetzt? Und das Kind war richtig hinterher, weil das war so ein Portionierzuckerstreuer. Ja? Das Kind musste richtig so machen. So. Dann habe ich mir so angeguckt und dachte mir so, ne, sag mal, so, du kannst ja auch nichts machen. Du kannst ja einfach so ein fremdes Kind treten. Ja? So dein eigenes, klar, aber du kannst ja nicht einfach so ein fremdes Kind treten. Dann habe ich mich so umgeguckt, habe gesehen, dass die Mutter in der Nähe ist und das sieht. Und dann dachte ich mir so, ne, sag mal, dein Kind macht hier das mit meinem Zucker. Ich meine, ist jetzt nicht schlimm oder sowas, aber so, was kommt als nächstes? Mein Pfeffer, Alter? Du musst intervenieren.
Die Mutter war so eine typische, so alternative, so bla bla bla. Einfach so eine, ich zwinge mein Kind in kein Kostüm aus Regeln, bla bla. Mein Kind soll künftig selber lernen, wie es mit dem Zucker von fremden Menschen umgeht. Einfach so eine antiautoritäre Fotze, ja. Einfach so eine dusselige... So ganz ehrlich, so ein Kind braucht ab und zu mal so einen Ellenbogen, ja. So ein Kind braucht eine Schulter zum Anlehnen und einen Ellenbogen zum Abkriegen, ja. Das ist so mein Erziehungsansatz. Ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare unter dem Video. So, es ist schon erstaunlich heutzutage. Ja, irgendwelche Opfer. Es ist schon erstaunlich. Oh, ey, richtig nervig für mich. Vor 3 Wochen war das. Vor 3 Wochen haben Leute bei mir zu Hause versucht einzubrechen. Einfach bei mir zu Hause, es war so bei mir in Berlin, war so Samstagnachts, 1:30 Uhr und Leute wollten bei mir einbrechen und ich war zu Hause. Ja, ich habe das mitbekommen und ich wusste nicht, was ich machen soll. Dann habe ich einfach so die Polizei angerufen und die Bullen sind nicht rangegangen. Die sind einfach... Samstag, 1:30 Uhr nachts in Berlin, die sind einfach nicht... So als wenn die da alle in ihrem Revier saßen und sich gedacht haben so, lass mal alle nicht rangehen einfach. Ganz ehrlich, größter Hurensohn, wer rangeht. So, wenn es dringend ist, wird er sich schon noch mal melden. Ja, die sind einfach nicht rangegangen. Ich war mit der Situation alleine. Ja, und die Geräusche wurden immer lauter. So, die haben die erste Tür schon aufgebrochen. Ich habe 2 Türen, weil ich reich bin. Und haben die erste Tür aufgebrochen, haben an der zweiten rumgewerkelt, die direkt in meine Wohnung führt. Ja? Und ich dachte mir so, ich muss irgendwas machen. Ja? Und dann bin ich einfach so hilflos so zu meiner Wohnungstür geschlichen, habe so durch einen Spion geguckt und habe die gesehen. Ja, es waren so 2 Jungs mit einem Kapuzenpulli. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich einfach so geklopft. Ja, ich habe einfach in meiner eigenen Wohnung von innen gegen die Tür geklopft. Einfach um zu zeigen, so Jungs, hier ist jemand. Also ich weiß nicht, ob euch das in eurem Plan behindert, aber ich finde, ihr solltet es wissen. Ich habe um mein Leben geklopft. So, und die Jungs haben das gehört, ja, und dann sind die abgehauen. Und dann dachte ich mir so, krass, Alter, ich habe die gerade in die Flucht geklopft, Alter. Ich habe... Fick nicht mit dem Klopfer, yo. So, ich habe mich nicht sicher gefühlt, weil ich nicht wusste, ob die irgendwie einfach nochmal wiederkommen, sich gerade ein neues Equipment holen oder Waffen. Habe ich noch ein paar Mal probiert, die Polizei anzurufen, ohne Scheiß. Nach dem 4. Mal sind die endlich rangegangen. Halbe Stunde später waren die da. Die waren so 2 Polizisten. Der eine war so ein alter, abgeklärter Bulle, der hat mir die ganze Zeit irgendwelche Fragen gestellt. Und der andere Polizist war so ein junger Typ, so in meinem Alter. Und der junge Polizist hat mich die ganze Zeit so angeguckt, so... Gemischtes Hack, bestes Hack! Und da dachte ich mir auch so, Bro, das war unprofessionell. Ja, ich stehe hier gerade zitternd in Boxershorts vor dir. So, ich werde dich jetzt nicht schnipsfingern. Ja, es ist nicht der Moment. Hier fingert niemand irgendwas. Einfach... Dann haben die mir so die typischen Fragen gestellt, Täterbeschreibung, bla bla bla, also ich glaube nicht, dass es was bringt. Da habe ich aber so ein bisschen über das Konzept Täterbeschreibung nachgedacht. Und dann ist mir aufgefallen, ich glaube, das muss eine richtig komische Situation sein für so übertrieben politisch korrekte Linke, wenn denen irgendwie eine Straftat widerfährt, für die so den Täter zu beschreiben. Also, so ist doch egal, was der für eine Haarfarbe hatte. Welche Nationalität er war, Mensch, okay? Ihr binäres Geschlechterdenken widert mich an, Sie weißer, heterosexueller Cis-Mann. Oh. So, übertrieben nervig für den Bullen. Sich dann mit so einem scheiß Hippie auseinandersetzen. So, ich bin da gar nicht so. Ich bin... Nee, wirklich, wenn mich so ein Polizist fragt,
Alles klar, Herr Lobrecht, wie groß war der Täter circa? Der Mann war Türke! Ja, aber wie groß war er circa? Wie groß, wie groß? Türkengroß! Weiß ich, wie die messen? 6 Dürüm 30. So kleiner als ein Deutscher, größer als ein Chinese. Türke! Schnappt ihn euch! Das war Einbruchgate. Das war Einbruchgate. Und es war krass, weil dieses kurze Erlebnis hat gereicht, um so richtig grundlegende Überzeugungen von mir einfach über den Haufen zu werfen. Ja, also direkt nachdem das passiert ist, dachte ich mir so, ich brauche eine Waffe, Alter. Ich brauche eine Gun, Alter. Ich hab Bock, Motherfucker zu shooten, Alter. Ich brauche eine Wumme. So, ich bin nicht mehr Straße genug, um irgendwie eine scharfe Knarre zu organisieren. Deswegen habe ich mir einfach einen Schreckschuss geholt wie ein Opfer. Ja, einfach so eine Gasknarre mit Platzpatronen. So ist laut, passiert aber nichts. Ja, so Hände hoch oder es wird laut. Sie und Umstehende sind nicht in Gefahr, aber boah, wird das laut, ich sag's nur. Also ich habe Ohrstöpsel drin, Safety first. Einfach eine Schreckschuss wie ein Opfer. So, und die liegt jetzt neben meinem Bett. Ja, und jetzt ist der Plan, wenn wieder jemand bei mir zu Hause versucht einzubrechen und ich krieg das mit, so dann greife ich mir die Schreckschuss und gehe damit zur Tür. So, ich versuch's erstmal am Guten, ich klopfe. Ja, sollte das wieder erwarten nicht reichen, so dann reiße ich die Tür auf und stehe mit der Knarre da. So, das ist der Plan. Und mein Plan baut sehr darauf auf, dass das reicht. Ja, ich bin wirklich nicht auf viel Gegenwehr vorbereitet. Also ich bin genau auf einen Dialog vorbereitet, wenn er sowas sagt wie, Wallah, die ist nicht echt. So, darauf bin ich noch vorbereitet, dann würde ich sagen so, probier's aus, Motherfucker! Probier's aus! So, und wenn er dann nur einen weiteren Schritt auf mich zumacht, würde ich sagen, alles klar, ich hab geblufft, kommen Sie rein. Die Wertsachen befinden sich da vorne, meine Frau hat gekocht, haben Sie Hunger? Einfach eine Schreckschuss wie ein Hirni. Ja, ein richtiger Hirni. Ich gebe der Schreckschuss noch genau 3 Monate, bis sie in meinem Wenn-dann-da-Ort versauert. Einfach. Ich weiß nicht, wissen alle, was der Wenn-dann-da-Ort ist? Wenn-dann-da-Ort? Wenn-dann-da-Ort? Recht. Der Wenn-dann-da-Ort, für diejenigen, die es nicht kennen, der Wenn-dann-da-Ort bei euch zu Hause ist, wenn ihr, weiß nicht, irgendwie so einen Kumpel zu Besuch habt und dann fragt euer Kumpel euch sowas so, so Dicker, sag mal, hast du zufällig Sekundenkleber? Ja, ihr wisst es nicht und dann sagt ihr so, keine Ahnung. Also wenn, dann da. Also der Wenn-dann-da-Ort ist einfach so ein random Sammelort von Scheiße. Ja, das ist meistens so die linke Schublade von irgendwas. So, und da findet man dann irgendwie so eine Halterung für so ein Fahrradrücklicht, das man seit 2004 nicht mehr besitzt. Einfach so richtig viel Schnur. Also den deutschen Comedy-Preis als bester Newcomer, ja. Einfach so ein random Ort für Scheiße, ja. Einfach, ja. Der Wenn-dann-da-Ort ist quasi wie so ein kleines Nanu-Nana bei euch zu Hause. Und ich glaube übrigens, man kann planen, wo der Wenn-dann-da-Ort bei einem entsteht. Und zwar, ich glaube, der Wenn-dann-da-Ort wächst immer um den Platz herum, an dem man in seiner neuen Wohnung das erste Mal Batterien ablegt. Das ist hier seit Ewigkeit mal wieder ein YouTube-Video von mir. Ich habe lange keine Videos rausgehauen. Ich glaube, mein letztes Video, ich weiß nicht, habt ihr es vielleicht gesehen, das war bei Nightwash, das Ding mit den Enten. Habt ihr es zufällig gesehen? Dieses K. Einfach die Opferenten.
So, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, ist nicht so wichtig, nur damit ihr es wisst, es ging um Enten und darum, wie man alte Menschen beklaut. So, ich habe klassisches thematisches Spektrum. Ja. Ich hab Witze darüber gemacht, wie man alte Menschen beklaut. Und wenn man das macht, dann wird YouTube kommentiert Deutschland, ich sage mal, hellhörig. Das gefällt wohl nicht jedem. Ja, manche Leute finden das schade. Es ist wirklich so, wenn ihr mal 7 Stunden Zeit habt, gönnt euch den Spaß, lest euch die Hate-Kommentare unter dem Video durch. Es ist pures Gold und man kann bei jedem Kommentar rauslesen, wie der entstanden ist. Wie da einfach ein so ein einsamer Ingo vor seinem Computer sitzt, der sich das anguckt und so ein... Na das darf ja wohl nicht wahr sein! Also was dieser fremde Mann im Internet da erzählt, das entspricht ja gar nicht zu 100% meiner persönlichen Meinung. Ich könnte weiterklicken, aber ich lasse es lieber richtig nah an mich rankommen. Das macht mich sauer und das werde ich ihm auch zeigen in Form eines geharnischten Kommentars. So was? Um bei YouTube zu kommentieren, braucht man vorher einen eigenen YouTube-Account? Nehme ich in Kauf. So was? Für einen YouTube-Account brauche ich vorher einen eigenen Gmail-E-Mail-Account? Auch das nehme ich in Kauf. Dieser fremde Mann im Internet soll wissen, was Ingo 123XY eigentlich so von ihm hält. Ja, und dann schreiben die auch immer eine Kacke. Also immer, es ist schon erstaunlich heutzutage. Bei Wutbürgern ist neuerdings alles erstaunlich und alles heutzutage. Es ist schon erstaunlich heutzutage, wer heutzutage alles Comedian sein darf. Dieser junge Mann sollte sich schämen, Witze über alte Menschen zu machen. Diese Menschen haben Deutschland wieder mit aufgebaut. Ich denke so, ja, die haben vorher auch maßgeblich zur Zerstörung beigetragen, tatsächlich. Nee, wer feiern kann, kann auch arbeiten. Ja, Und ihr habt hart gefeiert, ja, ihr habt abgerissen. Da war wirklich vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ja, da war... Gibt so die Fraktion bei YouTube. So, das ist schon erstaunlich heutzutage. So, und dann gibt's noch so die Lobrecht-Ritter. Die Lobrecht-Ritter, die mir wohlgesonnen sind und YouTube-Videos nach Hate-Kommentaren gegen mich abscannen. Und dann mit gezogenem Schwerte für mich in die Schlacht ziehen. So, vielleicht bist du auch einfach nur ein Hurensohn. Mein Name ist Felix Lobrecht, Dankeschön.